Kramer hat einen Pflegeantrag gestellt. Um den entsprechenden Pflegegrad zu ermitteln, bewertet unser Gutachter, inwieweit Herr Kramer eingeschränkt ist. Er betrachtet dazu 6 verschiedene Lebensbereiche und vergibt Punkte. Je stärker Herr Kramer beeinträchtigt ist, desto mehr Punkte erhält er. In Modul 2 geht es um seine kognitiven und kommunikativen Fähigkeiten. Das bedeutet, dass unser Gutachter die geistigen Funktionen sowie das Sprech- und Hörvermögen von Herrn Kramer beurteilt. Ob er eine Aktivität tatsächlich durchführen kann oder nicht, spielt in diesem Modul keine Rolle. Ein Beispiel. Rein körperlich betrachtet ist Herr Kramer in der Lage, die Kaffeemaschine zu bedienen. Doch das interessiert unseren Gutachter in Modul 2 nicht. Er möchte wissen, ob Herr Kramer weiß, wie er die Kaffeemaschine bedienen muss. Da Herr Kramer dement ist, gelingt ihm das Kaffeekochen nur noch unter Anleitung seiner Tochter. Seine Fähigkeit, mehrschrittige Alltagshandlungen zu steuern, ist also nur noch in geringem Maße vorhanden und Herr Kramer erhält entsprechend viele Punkte. Anders verhält es sich bei Frau Schneider. Sie ist vom Hals abwärts gelähmt und sitzt im Rollstuhl. Aufgrund der Lähmung ist sie nicht in der Lage, die Kaffeemaschine selbstständig zu bedienen. Allerdings kann sie den Vorgang Schritt für Schritt planen und erläutern, da sie weder geistig noch kommunikativ beeinträchtigt ist. Ihre Fähigkeit, mehrschrittige Alltagshandlungen zu steuern, ist somit vorhanden und Frau Schneider erhält für dieses Kriterium keine Punkte. Achtung! Menschen mit einer Sehbehinderung, beispielsweise Blinde, die weder geistig noch kommunikativ beeinträchtigt sind, erhalten in Modul 2 keine Punkte. Denn wenn unser Gutachter prüft, ob der blinde Herr Bauer in der Lage ist, sich örtlich zu orientieren oder Personen aus seinem näheren Umfeld zu erkennen, geht es nicht darum, ob Herr Bauer die Personen sehen kann, sondern es geht um die kognitive, also geistige Fähigkeit, Orte und Menschen richtig zuzuordnen. Im Gegensatz zu Blinden können schwerhörige Personen wie Frau Müller in Modul 2 Punkte erhalten. Denn aufgrund ihrer Schwerhörigkeit sind ihre kommunikativen Fähigkeiten beeinträchtigt und sie kann sich nur noch schlecht an Gruppengesprächen beteiligen. Dies wird von unserem Gutachter vermerkt und Frau Müller erhält entsprechend Punkte. Bei der Gutachtenerstellung vergleicht unser Gutachter die Punktzahl von Modul 2 und Modul 3. Der höhere Wert der beiden Module fließt dann mit einer Gewichtung von 15% in die Gesamtsumme ein.